Willkommen zurück zu einem nächsten Besprechungsvideo über den Flug nach Japan. Es sind schon sehr viele Monate vergangen, als das letztliche Besprechungsvideo gekommen ist. Und tatsächlich ist dieses Video etwas wirklich Besonderes, denn zu etwa 90% können wir in diesem Zeitpunkt nach Japan fliegen. Ich kann es euch sagen, dass es in diesem Jahr ist. Wenn es euch gefällt, dann liked euch das Video und abonniert den Kanal, damit ihr die weiteren Videos und Livestreams nicht verpasst. So, also zuerst mal alles der Reihe nach. Die ersten Besprechungsvideos kamen so letztes Jahr. So ging es um Anfang Frühling 2022. Normalerweise wollte ich es eigentlich im Sommer 2022 dahin reisen, aber aufgrund Corona ging es aber leider nicht. Dann wollte ich es eher lieber im Herbst dann noch dahin reisen. Und aufgrund wegen nicht genügend Geld oder genügend Zeit ging es auch wieder nicht. Und genauso war es auch im letzten Weihnachten. Und dafür wollte ich eigentlich mit meinem Mitflieger Nam dahin fliegen. Aber leider, auf unglücklicher Weise, ist es leider nicht stattgefunden. Und deswegen werde ich euch mal jetzt sagen, wann es zu 90% nach Japan gehen wird. Tatsächlich wird es am Weihnachten 2023 wahrscheinlich wirklich gehen. Denn schon seit letzter Woche bzw. Ostersonntag habe ich mit meiner Mutter und meiner Schwester über die Japanreise geredet. Und ich habe auch noch schon irgendwie gefragt, ob das in diesem Sommer gehen wird. Aber aufgrund, dass meine Mutter noch arbeiten muss, ist die Zeit zu schwierig. Und meine Schwester wollte auch noch in diesem Jahr auch noch nach Vietnam reisen. So im November wollte sie im November wollte sie da nach Vietnam reisen, ne, um ihre Großeltern zu besuchen. Ne? Und da hat meine Mutter auch noch vorgeschlagen, dass es eher im Weihnachten 2023 gehen wird. Also etwa in 8 Monate. Ne? Und weil es auch noch nach Vietnam und Thailand noch dahin fliegen wird, wird es auch noch die Japanreise auch noch dazu kommen. Und mit dabei wären es nicht nur ich, sondern auch meine Mutter, meine Schwester, mein Bruder und die Ehe von meinem Bruder. Man weiß es nicht wirklich genau, ob die wirklich nach Japan mitreisen wollten. Aber fest steht es, die werden nach Vietnam und nach Thailand mitkommen. Und diese komplette Zeit wirklich noch zu schaffen, ist ein bisschen knapp, denn meine Weihnachtsferien sind nur 2 Wochen und ich habe nur ein paar Tage frei genommen, weil ich meinen Geburtstag in Vietnam feiern möchte, damit ich für mindestens einen Tag noch zu meinem Bruder fährt, ne? Und dann von Frankfurt her nach Vietnam reisen wird. Ne? Und bei diesem Datum werde ich euch mal im Kalender zeigen. Alles klar. So sieht jetzt dieser Monat aus, von Ende Dezember bis Anfang Januar 2024. Zuerst mal, meine Ferien starten erst so ab Freitag, den 22. Dezember. Den Zeitpunkt, wo ich mit meiner Mutter und meiner Schwester zu meinem Bruder fahren werden, sollte circa frühestens hier
am 21. Dezember kommen. Und am 22. Dezember wird da nach Vietnam geflogen. Weil es jetzt noch 2 weitere Länder noch dazukommen wird, also nicht nur Vietnam, sondern auch noch Thailand und Japan, können wir nicht genau sagen, welchem Zeitpunkt wir nach Japan fliegen werden und nach Thailand. Was ich wahrscheinlich noch weiß, ist, dass wir von wann bis wann wir nach Vietnam fliegen werden. Also ich könnte mir gut vorschlagen, dass ich mit einer Vietnamreise so Anfang des Jahres 2024 reisen werde. Ne? Dafür wird hier am 8. Januar hier mein Geburtstag in Vietnam gefeiert und am 10. Januar ist die Reise beendet. Also da fliegen wir von Vietnam nach Deutschland wieder zurück. Es kann auch noch sein, dass ich auch noch von da bis dahin nach Japan reisen werde oder von hier bis dahin nach Thailand reise oder andersrum, bin ich mir noch nicht so sicher, aber so ungefähr würde es mal so ankommen. Nur zum Hinblick, von 22. Dezember bis zum 7. Januar sind meine Weihnachtsferien und wir haben noch ein paar Tage freigenommen, um nochmal meine Großeltern was zu unternehmen und noch ein paar andere Ländern zu reisen. Außerdem wird sich am Kanal Info etwas viel verändern. Hier beim nächsten Urlaub wird es noch nach Vietnam kommen, nach Thailand und Japan auch noch dazukommen. Also da werden wir auch noch Japan dazukommen. Und bei der Information wird die Japan-Reise auch noch mit zur Vietnam- und Thailand-Reise noch dazukommen. Also die Japan-Reise wird noch ein Teil von der Vietnam- und Thailand-Reise dazukommen. Außerdem fehlt nur noch das Genügende von Geld über Unterkünfte, Essen, Flug oder noch so ein paar Sehenswürdigkeiten, wo wir auch noch dahin fahren. Und dazu bräuchten wir auch noch das ganze Geld für die Thailand-Reise, Vietnam und die Japan-Reise. Das wird auch noch darüber für den Sommer darüber auch noch mal zusammen bekommen. Und wenn es eigentlich noch wirklich schaffbar wäre, dann sollte es eigentlich mit dem Geld kein Problem sein. Was das Tolle ist auch, dass mein Mitflieger Nam auch noch im Weihnachten 2023 auch noch nach Japan fliegen wird. Und wahrscheinlicherweise, wenn wir in Vietnam ankommen werden, werden wir eher mit einem Guide nach Japan hinfliegen. Und dazu werden wir so ein kleines bisschen wie eine Reiseführung machen, da wir so ein paar Tage hier die Stadt durchschauen werden. Und für ein paar Tage können wir einfach alleine, also freie Zeit, einfach mal die Stadt alleine durchschauen. Und dafür werden wir den Mitfliegenden fragen, was ein schönerer Ort für uns für ein paar, so für 5 Tage mal für die Japanreise machen werden können. Ne? Und für den nächsten Termin über die Besprechung mit Nam werde so zwischen Mitte Mai und Christi Himmelfahrt kommen. Also da werden wir auch noch mal mit Nam auch noch über die Japanreise auch noch sprechen. Ne? Ihr wisst wahrscheinlich auch noch, dass das letzte Jahr über die Challenges, ne? Das wurden schon eigentlich vor letztes Jahr eigentlich schon mal angeboten. Und zwar waren das 4 Stück. Erste war 50 Kilometer durch Tokio fahren. Das zweite war Jonglage in Tokio. Dritte mit einem Idol kennenlernen. Und viertes mit einem Idol zum Konzert vorführen. Und leider sind die 4 Challenges schon seit Anfang dieses Jahres leider abgeschafft, weil es eigentlich diese Challenges im Jahre 2022 eigentlich machen sollte. Und von daher wurden in diesem Jahr eigentlich neue Challenges angeboten. Ich darf die leider noch nicht richtig genau sagen, weil man weiß es noch nicht genau, ob die wirklich
klappen werden oder nicht. Was ich nur eines wissen kann und nur für euch sagen kann, ist, dass ich Japanisch lernen werde. Ne? Mehr sage ich jetzt nicht und ich kann euch nur sagen, was die Challenge ist, werde ich euch nur sagen, wenn ich es wirklich klappen wird. Denn wenn ich das direkt sagen werde, dann ist auch noch die Spannung leider futsch und es ist eigentlich nicht so gut, eigentlich mal weiter vorher zu sagen, wenn ich es nicht weiß, ob das klappen wird oder nicht. Das war's auch noch schon mit diesem Video. Vielen Dank, dass ihr alles angeschaut habt und dass die Japan-Reise im Weihnachten kommen wird, ist zu 90% sicher. Die weiteren Informationen werdet ihr im Mai anschauen, also im nächsten Monat. Und die Besprechung mit Nam wird so in einem Monat kommen, also so Vatertag. Dann wünsche ich euch noch mal einen schönen Abend noch und genießt noch die tolle Zeit.